Ich stelle euch heute die 3 neuen Modelle vom X-Fire vor. X-Fire ist eine mobile Feuerschale oder mobiles Lagerfeuer besser gesagt. Kein Hobokocher. So bekommt ihr euren X-Fire geliefert. Der X-Fire 14 UL wird praktisch in 2 so Kunststoff-Halbschalen geliefert. 20 cm lang, 5 cm Durchmesser ungefähr. Er wiegt 115 Gramm. Dann fangen wir mit dem größten an. So wird er in so einer Tasche wird der X-Fire 19 angeliefert. Der hat 355 Gramm bei 19 cm Durchmesser und 19 cm Höhe. Beim X-Fire 14 habe ich jetzt nicht extra so hingestellt. Der ist baugleich wie der 19er aus 3 Elementen, nur kleiner. Der hat 14 cm Durchmesser, ist 19 cm hoch und wiegt 235 Gramm. Der UL ist genauso groß, der 14 UL wie der, aber einfach leichter gebaut, ist was für unterwegs, für Mehrtagestouren. Jetzt bauen wir das mal auf. Fangen wir mit dem 19er an. So eine Reißverschlusstasche mit dabei, das Bodenblech, dreimal das Seitenteil und die Heringe. 1, 2, 3. Diese 3 Bleche verbinden wir. Schon erledigt. Dann kommt das Bodenblech auf die unterste Position. Und schon ist der fertig zum Anzünden. Ihr könnt das als Zubehör erwerben, ein Hitzeschutzkreuz. Das könnt ihr entweder für Pfanne und so oben auf verwenden oder unten drunter, um die Hitzeabstrahlung zu minimieren. Dann sind bei jedem X-Fire standardmäßig immer 2 Heringe dabei als Topfauflage oder um damit Essen aufzuspießen, zum Grillen oder einfach um den heißen Kocher einfach mal darüber zu stellen. Ihr kennt das. Ihr habt euer Feuer, ihr baut da auf euer Zelt auf. Wo gehen die Funken hin? Genau zum Zelt. Also könnt ihr den einfach im brennenden Zustand nehmen und irgendwo anders hintragen. Okay, jetzt haben wir noch den X-Fire 14 UL. So wird er angeliefert. Da sind auch 2 Heringe mit dabei. Seitenteil und das Bodenblech. Das Bodenblech nimmt man, verbindet das wie beim X-Boil mit der Verbindung und man hat einen Konus, der sehr stabil ist. Dann fügt man das Seitenteil zusammen und setzt den Boden auf die unterste Stufe ein. Und schon könnt ihr grillen oder Feuer machen. Auch wieder die 2 Spieße als Topfauflage oder zum Würstelfleisch, keine Ahnung was aufspießen. Ist eine feine Sache für das Gewicht und alle sind vollgasfeuerfest. Von anderen Kocherherstellern kennt ihr ja immer nur, die zeigen immer nur die Hochglanzware. Immer nur das Neueste, so sieht es neu aus und alles funktioniert und super schön. Ist euch noch nie aufgefallen, dass ihr oft von manchen Kochern nur neue Reviews seht und nie, wie das Ding später benutzt aussieht oder dass auch überhaupt keiner verwendet? Jetzt fangen wir mal an. Das ist ein X-Fire 19. Der hat jetzt über 100 Stunden schon auf dem Buckel. Der ist bei mir dauerhaft verwendet worden seit Monaten. Genau, jetzt bauen wir den mal auseinander. Ihr seht, fast kein Unterschied zum ersten Tag. Bodenblech raus. Die Einzelteile. Wie ihr seht, nehmen die Form an, die runde Form. Wie verpacke ich das jetzt? Dafür sind die Spieße da, die Heringe. Durch das große Loch da durch das lange und dann da drüber schieben. Nächste Seite auch, durchschieben, drüber, fertig. Und schon ist es wieder schön flach verpackbar. Geht in euren Packsack.
Fertig. Und jetzt haben wir noch den X-Fire 14. Da zeige ich euch das auch. Bodenblech raus. Die Verbindung aushaken. Da sind die Auflagelaschen vom Bodenblech. Von der Seite anfangen zum Aufrollen. Das Blech kommt mit rein, mit aufwickeln. Die eine Seite rein, Heringe rein. Fertig.